Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute will ich euch ein kleines Gerätchen vorstellen, was ich in den letzten Monaten testen durfte und was mir doch ab und zu schon sehr gut ausgeholfen hat, und zwar die Powerbank von Ilano. Jetzt ist es so, Powerbank, da gibt's ja sehr viele auf dem Markt. Die hier hat was Besonderes, und zwar könnt ihr damit auch direkt eure Kameraakkus laden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, gerade wenn ihr unterwegs seid und keine Stromquelle zur Verfügung habt, dann ist so eine Powerbank natürlich von Vorteil. Jetzt müsstet ihr dann natürlich auch immer euer Ladegerät für den Akku mitnehmen oder ihr schließt eben eure Kamera direkt an. Hier ist es so, ihr habt hier zwei Schächte für Kameraakkus, und das bietet euch natürlich einen großen Vorteil, weil ihr könnt die Akkus einlegen und das Ganze weiter im Rucksack transportieren und so. Ihr habt da also kein Kabelgewurstel und sowas, und ihr braucht eben nicht das extra Ladegerät für die Kameraakkus oder eben ein Kabel zur Kamera. Gerade wenn ihr noch unterwegs seid und fotografiert, ist es natürlich von Vorteil, dass ihr die Akkus laden könnt, solange ihr mit anderen Akkus noch am Fotografieren seid. Ihr habt hier zwei Ladeschächte und das Ganze ist verfügbar für alle möglichen Hersteller. Ich habe jetzt hier die Version für Nikon mit dem EN-EL15. Das Ganze gibt es aber eben auch für Sony, Panasonic, glaube ich, Canon und so weiter, also Fuji. Alle möglichen Hersteller. Ich verlinke euch das unten mal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal direkt angucken. Kommen wir gleich zum Preis. Das Ganze kostet 89 €. Ihr habt da also ein Doppel-Akku-Ladegerät und eine Powerbank mit 12.400 mAh, was meiner Meinung nach vom Preis her dann eigentlich schon ganz in Ordnung ist. Also wenn ihr mal ein Ladegerät rechnet und dann noch eine Powerbank dazu, dann seid ihr da wahrscheinlich nicht wirklich günstiger dran, habt aber natürlich viel mehr Gewurstel mit den ganzen Kabeln. Wie gesagt, ihr habt hier 12.400 mAh und es reicht bei dem EN-EL15 Akku für ca. 5 Ladungen. Also ihr könnt zweimal zwei Akkus laden und dann noch einen Akku, und dann ist die Powerbank soweit eigentlich auch leer. Das Laden an sich, zwei Akkus, dauert ungefähr 2,5 bis 3 Stunden, also dann sind beide Akkus geladen. Wenn ihr nur einen Akku einzeln ladet, dann seid ihr da irgendwo bei 2 Stunden. Das ist jetzt nicht wirklich besonders schnell, also es geht sicherlich schneller, aber es ist auch ein bisschen akkuschonend, und es ist halt so, ihr ladet die ja beide da drin, und ich gehe mal davon aus, ihr habt dann wirklich mehrere Akkus, wo ihr einen fotografieren könnt, die anderen beiden laden, und dann ist es natürlich so, ein Akku in 2 Stunden leer bekommen, das wird schon schwierig. Also da müsstet ihr schon wirklich sehr viel filmen oder so, dass ihr das hinbekommt. Deswegen, die Ladegeschwindigkeit an sich finde ich da jetzt überhaupt gar nicht das Problem, und ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, da mal schneller laden zu müssen. Von der Größe liegt ihr hier bei 15 cm ungefähr in der Länge, 8 cm in der Höhe und 5 cm in der Tiefe. Das geht eigentlich soweit. Beim Gewicht seid ihr da ohne Akkus bei 410 Gramm. Das ist auch noch okay. Für eine Powerbank mit Ladegerät drin, sag ich mal, ist es in Ordnung. Wenn ihr da natürlich aufs Gewicht achten müsst, dann sind 410 Gramm natürlich 410 Gramm. Aber wie gesagt, mich hat es nicht gestört. Ich hatte das auch bei Flügen dabei und so weiter. Da war es nie ein Problem. Und dann möchte ich euch jetzt nochmal zeigen, was ihr bekommt. Also ihr habt hier dieses Ladegerät, die Powerbank. Ihr habt zwei USB-C-Anschlüsse. Da könnt ihr 15 Watt pro Anschluss, glaube ich, ausgeben. Das ist jetzt also nicht wirklich viel. Ihr habt da andere Powerbanks, die laden euch was mit 100 Watt. Es ist aber auch einfach so, dass es nicht für Laptops oder so gedacht ist. Ihr könnt da eine Kamera anschließen, während ihr noch Akkus ladet. Da könnt ihr dann also so gesehen 3 Akkus sogar gleichzeitig laden. Und das mit einer ausreichenden Geschwindigkeit. Also ich habe schon meine Kameras an schnellere Ladegeräte angeschlossen, und die ziehen dann irgendwas zwischen 7 und 10 Watt. Also da seid ihr hier völlig ausreichend. Es ist wirklich so, für einen Laptop oder so würde ich das jetzt nicht nutzen. Beim Input, ihr ladet die Powerbank ja über die USB-C-Anschlüsse, kommt ihr da auf 20 Watt. Das heißt, ihr braucht so ungefähr 3 Stunden, um die Powerbank wieder zu laden. Das ist meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Also normalerweise lasse ich die dann irgendwie mal abends laden oder über Nacht oder sowas, und da geht es dann auch ganz in Ordnung. Es könnte natürlich alles schneller sein, aber ja, es muss ja noch Luft nach oben für einen Nachfolger sein. Keine Ahnung, ob da mal was geplant wäre oder so. Ich war bis jetzt eigentlich immer sehr zufrieden damit. Jetzt ist es so, wie gesagt, ihr habt hier noch ein kleines Display. Wenn ihr hier auf diesen Q-Button drückt, dann seht ihr, wir sind jetzt bei 88% Ladung. Da seht ihr also den Ladestand von der Powerbank. Wenn ihr jetzt die Akkus in die Powerbank einführt, die werden hier nicht festgehalten, also die sind da mit so einem Federmechanismus drin. Dann könnt ihr die Klappe schließen
Und dann seht ihr jetzt auch schon, hier geht's los. Normalerweise, wenn ich jetzt davor nicht den Q-Button gedrückt hätte, dann müsst ihr mit dem Q-Button erst noch den Ladevorgang starten. Jetzt hatte ich den schon gedrückt und ihr seht, es geht schon los mit der Ladung. Ihr habt für jeden Akku Channel 1, Channel 2 jeweils eine Ladestandsanzeige mit 4 Balken und die 4 Balken sind einfach 25% Schritte. Das heißt, wir sind hier beim 4. Balken jetzt schon am Laden, der andere Akku ist komplett leer und da kann die Powerbank jetzt beide Akkus laden. Ihr seht den Ladestand von jedem Akku. Channel 1, Channel 2 sind hier oben auch noch beschriftet. Ihr seht da also, wenn euch ein Akku ausreichend geladen ist, dann könnt ihr den entsprechenden entnehmen. Und es ist wirklich so, wie am Anfang schon erklärt, ich hatte die auf Reisen mit dabei und habe da immer meine Akkus sehr gut laden können. Das hat gepasst, entweder im Rucksack hinten drin, während ich noch unterwegs bin, oder dann im Hotelzimmer, wenn ich auch hier die Stromversorgung dann angeschlossen habe. Ich habe da immer mein Netzteil vom MacBook sowieso mit dabei und dann hat das natürlich schon einen Vorteil, dass ihr hier mehrere Akkus laden könnt, vielleicht auch noch eine andere Kamera über USB-C. Da ist es dann schon ganz cool und ich sag mal, von der Größe, vom Gewicht her passt es normalerweise auch in jede Kameratasche mit rein. Also das ist schon sehr gut gelöst, deswegen wollte ich es euch jetzt natürlich auch vorstellen. Wie gesagt, ich werde da nicht bezahlt oder sowas, das ist wirklich meine Meinung und ich würde es jederzeit einem handelsüblichen Ladegerät oder sowas vorziehen, weil ihr eben noch diese Powerbank-Funktion mit dabei habt. Ihr könnt ja auch komplett andere Sachen laden, vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Laptop, was natürlich auch gehen würde, aber dafür ist sie eigentlich nicht gemacht. Aber eben auch das Smartphone oder kleine Kompaktkameras oder so. Ich habe jetzt hier die Canon V1. Die hängt man da dran und dann lädt die 1A. Das funktioniert schon super. Wie gesagt, für 89 € könnt ihr das Ganze kaufen, 89,99 oder sowas. Ich verlinke euch das in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das einfach mal angucken und ja, bei Bedarf natürlich auch kaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte es einfach mal so kurz ein bisschen rüberbringen. Arg viel mehr kann man darüber ja natürlich jetzt auch so nicht erzählen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese aber gerne in die Kommentare schreiben. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.